Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive-Video aus China, Fei Online. Und ich habe letztes Mal ja schon gesagt, ich denke, etwas, was wir auf jeden Fall unbedingt sehen müssen, ja, ich hoffe natürlich, dass wir auf jeden Fall noch sehr viel sehen werden, ist auf jeden Fall mal einfach die ganze Map abfliegen. Ich habe jetzt schon mal angefangen, habe das erste Ziel angesteuert, ich habe keine Warnung bekommen, kein Zurückporten oder irgendwas, also scheint zu funktionieren. Auch das gute alte Flive-PC Wolkenmeer ist hier am Start zwischen den Inseln. Ja, aber zugegebenermaßen, wenn man Flive Universe gewöhnt ist, sieht das schon echt grottig aus. Andererseits muss man halt sagen, man fliegt ja nur drüber und danach sieht man es nicht mehr. Also finde ich es jetzt eigentlich nicht so schlimm. Also ich fand es eigentlich nie so wirklich schlimm, um ehrlich zu sein. Genau. Also das hier wirkt optisch wie Saint Morning. Ich könnte mal gucken, wie die Stadt heißt, auf der Karte auf jeden Fall. Und ich erkenne es auch tatsächlich wieder aus den Videos, die wir uns damals angeguckt haben. Genau. Hier ist auf jeden Fall niemand. Das scheint ziemlich irrelevant zu sein. Weil damals in den Videos war da tatsächlich auch keiner und in den Videos war teilweise ultra viel los und das ist ja bei uns eigentlich auch so, eigentlich sind alle in Flare, sondern St. Morning ist kein Mensch. Ich weiß aber nicht, ob das nicht auch irgendwie eine Event-Map ist, weil es ist so klein, also hier gibt es ja auch gar keine Monster. Also ich weiß nicht ganz genau, was das sein soll, deswegen würde ich sagen, halten wir uns nicht zu lang damit auf und ich gucke einfach mal, was wir hier so haben. Also, was sagt uns hier die Übersetzung? Oh Gott. Dämonentöter-Schwert, Drehtür, Ägäische Bar, Icepoint-Hütte, Nanyo Reisebüro. Okay, ich weiß nicht, was das... Ja, was soll das bedeuten? Okay, keine Ahnung. Und was sagt er hier? Traumflughafen und Zauberakademie. Also das obere ist der Flughafen, das untere ist die Akademie. Okay, dann ist das wahrscheinlich für irgendwelche Quests oder so. Also kein Ort, an dem man sich wirklich aufhält. Also es ist auf jeden Fall nicht Saint Morning im klassischen Sinne, weil... Oh, das ist weit oben. Weil... Na gut, okay, das ist zumindest... Ja gut, der Flugplatz von Saint Morning, okay. Es ist irgendwie so ähnlich. Es ist auf jeden Fall so... Es ist daran angelehnt, offensichtlich, vor allem vom Design her. Aber Saint Morning hat ja Monster und hier sind offensichtlich keine Monster. Deswegen denke ich mal, NPCs habe ich komischerweise auch keine gesehen. Merkwürdig. Aber das meinte ich letztes Mal auch mit diesen fliegenden Inseln. Wir haben auch keine Musik, by the way. Ich weiß nicht wieso, aber hier ist anscheinend einfach keine Musik. Ich weiß nicht wieso die damit irgendwann aufgehört haben, aber das ganze Flugthema haben sie ja irgendwann komplett fallen lassen. Bei unseren Fly-Versionen hier offensichtlich nicht. Aber ja, also man hätte irgendwie so eine Mischung machen können. Also hier haben sie es vielleicht ein bisschen zu sehr gemacht, aber mal gucken. Okay, hier ist auf jeden Fall eine NPC-Tante. Soll ich mal gucken, was die uns sagt? Die sagt uns... Oh Gott, ist das komisch. Oh, warum ist das so schief? Vor Jahrhunderten in einer Ära unter der Herrschaft des dunklen Lords war es den Dörfern verboten, miteinander zu kommunizieren und selbst Verwandte und Freunde wussten nicht, wo sich die anderen aufhielten. Ein junges Mädchen namens Fushiga riskierte ihr Leben, um Nachrichten an die Menschen im ganzen Land zu überbringen. Sie durchquerte jeden Winkel des Königreichs Riga, von West nach Ost, von Süd nach Nord und hinterließ überall ihre Spuren. Später wurde zum Gedenken an die freiheitsliebende Fushiga die Crazy Tour ins Leben gerufen. Die Teilnehmer... Oh, ich glaube, das ist Regenbogenrennen. Die Teilnehmer wandern auf Fushigas Spuren und erleben die wunderschöne Landschaft aus einer ganz neuen Perspektive. Meine Reise ansehen, ich werde jetzt ein Luftschiff nehmen und Tourplan ansehen. Ich würde sagen, das mit dem Luftschiff klingt doch eigentlich gut, oder? Oder what is happening? Oh, okay. Ich drücke nichts, das ist Autopilot gerade. Ich bewege nur die Kamera. Aber hier sind ja gar keine Flug... Oh, hier ist eins. Okay. Okay, sieht auf jeden Fall richtig heftig aus. Und wo fliegt es hin? Also man steigt auf jeden Fall nicht ein, indem man draufspringt, sondern man muss es anklicken und man muss Level 15 sein. Verdammt. Aber das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Wenn er mir jetzt schon sagt, ich muss Level 15 sein, um dieses Flugschiff zu benutzen, wo auch immer es hinfliegt. Ich habe keine Ahnung, wo es hinfliegt. Könnte das natürlich bedeuten, dass ich hier zwar hin kann, in die Zauberakademie und in die, wie auch immer dieses Ding hier nochmal heißt,
könnte sein, dass ich dann nicht auf die anderen Inseln komme. Naja, wir werden es rausfinden. Ich fliege jetzt einfach mal los und genau, fliegen wir mal auf diese große Hauptinsel, die da an Flares aneckt. Also das Baby hier, würde ich sagen, steuere ich mal an. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder wenn ich das schon sehe, gell, das erinnert mich an die Screenshots von Flive 2, so ein riesiges Burgtor, sogar mit Zugbrücke. Oder Zugtor, wie nennt man das? Ja, keine Ahnung, eine Brücke ist es eigentlich nicht. Aber sowas hätte ich mir für Flive auch echt gewünscht, mal so eine richtig fette Stadt einfach mit so richtigen Mauern auch, ne, so eine richtig geile Stadt, wenn man sie aus vielen MMOs kennt, gibt's halt leider gar nicht, ne. Ich meine, St. Morning ist das, was am ehesten rankommt und St. Morning ist ziemlich cool, ehrlich gesagt, aber danach gibt's ja gar keine Städte mehr, danach sind alles nur noch so komische Dörfer und was zum Teufel, was geht denn hier? Einfach ein riesiger Haifisch? Yo. What is happening? Immer noch keine Musik, komischerweise. Das irritiert mich auch ein bisschen, dass die Musik immer nur einmal abgespielt wird und bis du ein nächstes Gebiet betrittst, wo wieder Musik kommt, kommt einfach keine Musik mehr. Okay, die Gebäudetypen erinnern immer noch an St. Morning. Wir sind jetzt in diese Festungsanlage hier geflogen, die an Flares aneckt. Was ist denn das hier? Das sieht aus wie Feuerwerk. Kann ich das aufheben? Ich hab's aufgehoben. Oh boy. Was kann ich damit machen? Das ist auf jeden Fall das Symbol eines Rocket Crackers. Die kennen wir ja sehr gut. Karnevalsfeuerwerk. Wenn das Festival beginnt, wird es in der Hauptstadt Riga ein festliches Feuerwerk geben. Sobald das Feuerwerk beginnt, können Sie von der Abschlussrampe aus Feuerwerkskörper zünden. Ah, okay, das kann man nicht überall zünden. Okay, hat Bedingungen. Liegt hier einfach random rum, okay. Auch interessant. Hier ist noch mehr so Festtagsdeko gefühlt. Ah, hier sind auf jeden Fall mal ein paar Leute. Oh, die Clownsmusik. Okay, also hier chillen auf jeden Fall auch ein paar Leute. Also scheint es auf jeden Fall irgendwas halbwegs Relevantes zu sein. Es wirkt auf jeden Fall nicht wie eine Stadt. Mehr auch wieder wie, keine Ahnung, ein Event oder so. Alter, wie riesig das ist, ne? Das ist so geisteskrank, wie groß alles ist hier. Okay, hier geht's noch weiter. Eine Festung in der Festung. Da drüben ist noch mehr. Oh, das ist die St. Morning Kirche. Das ist die St. Morning Kirche. Die kennen wir natürlich. Wow. Das ist auf jeden Fall groß. Man könnte natürlich argumentieren, oder man könnte nicht nur argumentieren, definitiv könnte man sagen, es ist zu groß. Aber wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, oder ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich finde halt, zu groß gibt es halt nicht wirklich in einem MMO. Vor allem, wenn man bedenkt, theoretisch könnten ja Millionen von Leute spielen, die müsstest du ja auch irgendwo unterbringen, theoretisch. Genau. Das ist die PK-Arena? Die kennen wir doch auch, die PK-Arena. Sie haben sie nur umgedreht. Die Stufen zeigen nach außen statt nach innen. Das ist quasi... Okay, jetzt chillen auch ein paar Leute. Und was zum Teufel ist das? Sehe ich eigentlich das Level von anderen Spielern? Nee. Der Totenkopf soll wahrscheinlich heißen, er ist wesentlich höher als ich. Okay, das sieht aus wie so ein Portal, wo man sich teleportieren kann in andere Gebiete oder so. Gibt es auch in vielen Spielen. Da chillt einer auf jeden Fall mit Cruiser. Okay. Auch nicht schlecht. Ja gut, aber das scheint hier nicht wirklich... Ich weiß nicht, was genau das sein soll. Wir können mal wieder gucken auf der Karte, was uns hier die Texte sagen. Wo sind wir hier gerade? Was soll das sein? Oh hoppla, sorry. Stadt am Himmel, Evokationsaltar, Industriegebiet, Big Ben Street, die Arena. Oh, warte mal, bei der Arena waren wir gar nicht. Da unten ist noch eine Arena. Auf der Karte hat man sie gerade gesehen. Das hier quasi. Das heißt Arena auf der Karte. Ist das PvP? Das will ich eigentlich gar nicht machen, aber... Nur mal reinlinsen. Ist halt alles so ultra weit weg, weil das alles so riesig ist. Und dann können wir noch auf einer Weltkarte gucken, was der Text hier sagt. Das ist jetzt natürlich leider von meinem Character-Pfeil verdeckt. Ah, das ist die königliche Stadt Riga, von der schon mehrfach in den Quests gesprochen wurde. Okay, aber wisst ihr was? Das ist doch genau, wie ich es immer gesagt habe. Also Flares so ganz klein
Und dann hier ist einfach eine riesige Stadt. Ich meine, gut, so habe ich es eigentlich nicht gemeint. Das ist tatsächlich zu groß. Das bringt dann auch kein was, wenn es so riesig und leer ist. Und die Texturen sind gerade übelst am Rumbuggen. Na, jetzt nicht mehr. Classic Flive PC-Probleme. Okay, hier stehen Ada Guards rum. Die bewachen die Arena, oder was? Sag mir jetzt nicht, hier ist keiner. PvP ist auch in China tot. PvP ist auch in China tot. Hier habt ihr es zuerst gehört. PvP ist auch in China tot. Kein Mensch ist in der Arena. PvP ist tot. Yeah, die Chinesen wissen, was gut ist. PvP ist tot. Kappe. Okay, dann fliegen wir mal weiter, würde ich sagen. Was wäre das nächste Ziel? Oh, ich bin etwas vom Kurs abgekommen. Ach so, nee, Moment mal. Hier unten ist ja auch noch was. Eieiei. Das da unten könnte das richtige St. Morning sein. Das hier. Weil das... Na gut, eigentlich nicht. Ich schau mal auf der Karte, was da steht. Es ist Ferienranch. Diese komplett komischen Namen, ey. Alter, um die ganze Karte abzufliegen, brauche ich halt legit 3 Tage. Ey, wir waren jetzt nur hier und hier. Ach du heilige Makrele, es dauert länger als ich... Oh! Komme ich nicht weiter? Bewege ich mich noch? Ah, nee, ich bewege mich noch. Ich dachte, ich bin stehen geblieben. Okay. Als sie Ferien Ranch gesagt haben, meinten sie wirklich das Wort Ranch. Oh, okay, das sieht echt eklig aus. Das muss ich jetzt echt sagen. Das ist mir bei dieser Quest mit den Sojabohnen schon aufgefallen. Aber das sieht wirklich, das ist einfach 2D auf dem Boden gedruckt. Das sieht nicht gut aus. Damn, Daniel. Das sieht wirklich nicht gut aus. Okay. Ich habe natürlich wieder keine Ahnung, was das ist. Hier sind einfach literarisch Kühe. Alter, hier sind einfach Kühe. Sind hier auch irgendwo Dörsche? Ein Lamm ist hier. Ich kann das angreifen? Nein. Nein. Oh boy. Lauf! Sie bewegen sich. Lauf. Oh oh. Ich kann nicht aufs Board, wenn ich im Kampf bin. Hier sind Hühner? Alter, es gibt Hühner, Kühe und Schafe? Was zum Teufel? Okay, also das ist wirklich einzigartig. Was ist das hier? Ein Beschwörungskreis? Passiert nichts, wenn ich reingehe. Hier sind dann aber auch einfach keine NPCs. Was ist der Sinn hiervon? Also eigentlich kannst du jetzt schon, also ich kann jetzt schon erste Beobachtungen anstellen oder Schlussfolgerungen aus meinen Beobachtungen. Da, wo keine Spieler sind, scheint es ziemlich irrelevant zu sein. Oder ist es halt nur zu gewissen Zeitpunkten relevant. Aber ich meine, hier ist ja auch nichts. Also hier sind keine Monster, hier sind keine NPCs. Logischerweise sind ja auch keine Spieler, weil hier ist ja auch nichts. Aber warum ist dann ein ganzer Teil der Karte damit zugedeckt? Hier sind Rehe. Da sind Rehe. Ey, yo, what's poppin'? Einfach Rehe in Flive. Damn. Okay, also ich glaube, hier ist einfach nichts mehr. Was ist der Sinn davon? Das wirkt wie so ein Gebiet, was man irgendwann mal für irgendwas gebraucht hat. Und dann hat man es nicht mehr gebraucht und man hat es einfach drin gelassen. Hier war wahrscheinlich war hier mal irgendwas. Die Frage ist halt, was war hier und warum ist es nicht mehr hier? Es wirkte, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier leer, also das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss ja irgendwann mal irgendwas gewesen sein. Aber ja gut, das ist natürlich echt langweilig. Okay, wir kommen jetzt auf die Karnevalsinsel. Und ja, wir werden das auf jeden Fall nicht heute in dem Video fertig machen, weil es wird ein 2-Stunden-Video. Es wird wahrscheinlich also ehrlich gesagt, es wird wahrscheinlich ein 3-Teiler, vielleicht sogar ein 4-Teiler. Ich probiere natürlich das meiste, also die Flugwege natürlich, die werde ich euch nicht antun. Das hier ist jetzt die Karnevalsinsel. Also auch hier wieder sehr weihnachtlich geschmückt. Also ich weiß nicht, wie lange so ein Weihnachtsevent hier geht. Ich meine, Flive PC bei uns hat auch schon leider die Tradition, dass ja die meisten Events 4 bis 6 Wochen gehen. Oder schon seit Jahren eigentlich. Fast der Standard-Event geht 4 Wochen. Manche auch länger. Kann auch sein, dass sie einfach zu faul sind, die Deko wieder zu entfernen oder sich einfach sagen, es lohnt sich nicht. Aber auch hier wieder ist es einfach riesig. Also ich meine, wenn du hier alles mit Spielern vollstellen könntest, du könntest hier wahrscheinlich ohne Spaß so 20.000 Charakter parken. Das ist Wahnsinn, wie groß das ist. Also es ist alles sehr übertrieben
gedacht. The Circus steht da oben. Aber hier ist halt wieder keiner, was uns wieder zu der Schlussfolgerung, hier ist wieder der NPC, hier ist wieder die Statue von der, wie hieß die gleich wieder? Fushiga? Oh, wir haben auf jeden Fall Musik. Schöne Musik, die kenne ich nicht. Okay. Neue Häuser, die kenne ich auch nicht. Glühwürmchen, auch das ist geil. Mal ein grafischer Effekt. Sieht auf jeden Fall direkt besser aus. Oh, was steht da? Oh, da stand gerade irgendwas. Jetzt ist es weg. Okay, so schnell kann ich das natürlich nicht lesen und übersetzen. Ja, sobald du keine Spieler und auch keine NPCs siehst, weißt du, das ist zumindest aktuell nicht in Nutzung. Auch allein wie die Bänke wirken, ne? So eine Bank ist so groß wie ungefähr 2-3 Charakter oder so breit wie 2-3 Charakter. Also es ist wirklich, auch der NPC, zieht euch rein, wie klein der NPC ist, ne? Also es ist wirklich bombastisch groß, aber in dem Fall muss man halt leider sagen, auch irgendwie verschwendet, ne? Warum ist das so groß, ist die Frage. Warum muss das so groß sein, wenn man damit aktuell eh nichts macht? Okay. Jetzt fliegen wir auf das nächste Gebiet zu, das heißt RVS. Ich muss nochmal kurz dranhalten, aber da kam, glaube ich, nichts, oder? Ach doch, Tanzfläche, genau. RVS Tanzfläche. Ich weiß nicht, wofür RVS steht, ehrlich gesagt. Das ist auf jeden Fall die größte Map nach Flaris, die wir jetzt betreten werden. Ich bin gespannt. Okay, das muss ich sagen, sieht richtig geil aus mit den Glühwürmchen und diesen Säcken, die an den Bäumen hängen. Nicht falsch verstehen. Sieht tatsächlich ziemlich geil aus. Wie gesagt, man darf nicht vergessen, das Game ist auch schon bald 20 Jahre alt. Und benutzt natürlich die gleichen Assets wie Flav PC. Also technisch gesehen sogar noch älter. Okay, wieder sehr weihnachtlich beleuchtet auf jeden Fall. Auch wieder sehr riesig. Ein Lebkuchenhaus sogar. Es scheint aber auch wieder keine Karte zu... Ich meine, du kannst es schon am Namen ableiten. Karnevalsinsel, RVS Tanzfläche. Ich weiß zwar nicht, was es genau ist und was es bedeutet, aber offensichtlich sind das keine regulären Gebiete, deswegen sind sie ja wahrscheinlich auch so am Rand. Was mir auch schon aufgefallen ist, ist, dass du startest ja ganz hier unten. Hier startest du. Und dann geht der Weg ganz nach oben, also erst in diese königliche Festung und dann weiter, geradeaus weiter, dann runter. Und seht ihr, immer in der Mitte ist ein Weg, der dich linear durch die ganzen Gebiete führen soll, denke ich. Was ich eigentlich ganz cool finde, um ehrlich zu sein. Ist halt auch ein bisschen langweilig, so gesehen. Andererseits, naja, ich meine, als Anfänger, wenn du noch nie hier warst, findest du es eigentlich gar nicht so schlecht. Dann weißt du einfach, okay, im Endeffekt immer einfach dem Weg nach, sozusagen. Und ja, ist ja im Endeffekt egal, wie die Karte aufgebaut ist. Also optisch sieht die Karte auf jeden Fall wesentlich besser und interessanter aus als die letzten beiden, die wir gesehen haben. Also deutlich besser. Auch grafisch und so weiter. Effekte, alles tausendmal besser. Aber kein Mensch ist hier und ich sehe auch keine... Also das, was mich am meisten verwirrt, ist die auch komplette... das Nicht-Vorhandensein von NPCs. Also du kannst ja nicht mal mit einem NPC reden, der dir sagt, wo zum Teufel du gerade bist und was du machst. Die einzige NPC-Tante ist die an der Statue und ich vermute jetzt einfach mal, dass die immer das Gleiche sagt, weil sie auch immer vor der gleichen Statue steht. Also so ein klassischer Teleport-Info-NPC. Die sagt dir halt, wo das nächste Flugschiff wahrscheinlich zu finden ist. Jedes Mal. Ist das ein Riesenrad? No way. Das ist ein Riesenrad mit Gondeln? Hammergeil, aber auch irgendwie hammer unnötig, ne? Warum ist hier ein Riesenrad? Warum? Oh meine Güte, Alter. Das ist so end-random einfach. Also vor allem, wie viel Zeit muss das gekostet haben, diese ganzen Sachen hier hinzustellen? Also die Karte ist halt einfach gigantisch. Aber wirklich hier, du siehst hier nicht einen Moment mal, man kann die NPCs doch einblenden. Ich habe sie eingeblendet. Hier sind einfach keine. Wow. Faszinierend. Crazy. Und da vorne ist die Statue und lass mich raten, wer davor steht. Lass mich raten, wer davor steht. Die Dame in Rot. Die Luftballons sind auch geil. Luftballons, Heißluftballons meine ich natürlich.
Also ich meine, zumindest macht es optisch deutlich mehr her. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch Player Housing? Ich meine, hier sind so viele Häuser und Gebäude. Na, wahrscheinlich nicht. Okay, hier ist... Ah, nee, das ist eine andere Statue. Das ist nicht die gleiche. Okay. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Wir waren jetzt nicht in jeder Ecke von der Insel, aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt notwendig. Wir sind einmal durch die Mitte durch. Ich denke mal, das meiste haben wir gesehen. Okay, kommt dann jetzt das nächste richtige Gebiet? Oder machen wir es so, dass wir jetzt einfach... Von der Logik her... Oh, hold up. Ah, das wollte ich nicht. Man muss einfach nur draufklicken, dann zoomt man ran. Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, von der Logik her, weil wir sind eh schon so weit hier in diese Richtung geflogen, könnten wir jetzt auf diese Insel noch gehen. Ich fürchte, die wird auch wieder, weil sie so eine Randinsel ist, wahrscheinlich nichts Wichtiges sein. Die ganzen Randinseln stellen sich als Flops heraus. Das ist der Wald von St. Gilse. Okay, das klingt aber eigentlich schon wie ein Levelgebiet. Das klingt jetzt als erstes nicht wie eine Eventkarte. Genau, und dann könnten wir im Endeffekt den ganzen Weg dann einfach zurückfliegen. Beziehungsweise hier und dann da oben. Irgendwie so. Auf jeden Fall dauert das 100 Jahre. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Alter, das hat jetzt halt einfach straight up fast 10 Minuten gedauert, hier hinzufliegen. Und guckt mal hinter mich. Man hat halt gar nichts gesehen. Es ist einfach nur so eine weiße Fläche. Ganz unten zwar das Wolkenmeer, aber ich bin so weit oben, dass man das auch kaum sieht. Und es war einfach nur schneeweiß. Crazy. Okay, jetzt sind wir im Wald von Gliese. Oh, Vatankas? Das sind Vatankas. Das ist das Vatanka. Das ist ein Einhorn. Uff, die anderen erkenne ich nicht. Was soll das sein? Sind hier Vatankas? Oh ja, hier sind Monster. Hier sind Monster. Hier passiert was. Hier passiert was. Okay. Ja, mit den Pilzen wirkt es natürlich auch direkt so ein bisschen wie Darkon 3. Riesige Bäume und Pilze ist natürlich immer direkt ein Indikator für Darkon 3. Tatsächlich, Vatangas. Stufe ist Totenkopf, aka viel zu hoch für mich. Auch wieder neue Bäume, so Nadelbäume, die wir so auch nicht kennen. Geil, 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 geil. Okay, dafür habe ich mich auf den Weg gemacht. Ja gut, fliegt mal da runter, das sind die Pilze, das sind wahrscheinlich Maschpois. Okay, jetzt. Sind da Maschpoi? Kann man ein paar Sachen übersetzen, die hier stehen. Elfentempel, geheimer Garten. Ich fliege aufs Sternenlichttal zu. Antanai ist hier noch. Unten rechts ist der fallende See, die Laubebene. Zur Winderosion Island. Achso, das ist das nächste. Das ist, wo der Pfeil hin zeigt. Okay. Oh. Okay, das ist doch nicht, sieht doch nicht aus wie Mushpoint. Na, Moment. Das sind einfach nur ein paar Pilze. Okay. Ja gut, hier scheinen ja keine Monster zu sein. Das ist mehr so ein Basislager. Naja, ich weiß nicht. Ist das jetzt ein richtiges Levelgebiet? Das wäre dann trotzdem irgendwie schon wieder komisch. Also hier sind auf jeden Fall schon wieder keine NPCs, oder? Nö. Ich meine, viele Sachen werden sich wahrscheinlich auch einfach aus dem Spielfluss ergeben. Das heißt, du machst halt eine Quest und so weiter. Wobei ich halt, ich glaube, dass die Quests tatsächlich hauptsächlich auf diesen mittleren Inseln stattfinden. Ja. Ich glaube hier tatsächlich eher weniger. Hier auch immer das Bosszeichen ist wahrscheinlich auch Dungeon mit gemeint. Oder könnte ich mir vorstellen, dass damit auch Dungeons gemeint sind mit diesen Symbolen. Übrigens habe ich auch mal den Shout-Chat ein bisschen durchgelesen. Alter, hier sind animierte Emotes im Chat. Der hat einen animierten Smiley geschickt. Hashtag 63. Oh, die sind alle animiert. Alle Smileys im Chat sind animiert. Yo! Geil. Die sind alle animiert. Oha. Und wow. Was zum Teufel? Was habe ich gesagt? Feenpalast oder so? Das ist Flares Open World Musik. Nee, ist es nicht. Das ist einfach nur Flares Musik, ne, Mann. Okay. Bisschen spät für die Musik. Bisschen spät.
Ist auch wieder so riesig. Es wirkt ein bisschen so, als wären die einfach ein bisschen zu größenwahnsinnig gewesen. Weil ich mir so denke, ich meine natürlich, das Fluggerät, was ich habe, ist safe auch nicht das schnellste. Das darf man nicht vergessen. Fliegt man mal noch hier hin. Ich will wissen, was das für Monster da sind. Das mit dem Einhorn. Dann würde ich sagen, hier noch vorbeifliegen. Was könnten das da sein? Ich erkenne es nicht, weil die Bilder so klein sind. Das ist ein Hirsch. Das ist ein Reh. Okay. Ja, es wären sie ein bisschen größenwahnsinnig geworden. Also, ich weiß ja nicht, wann und wie das alles entstanden ist. Das war ja nicht alles auf einmal, logischerweise. Aber es scheint von Haus aus so gewesen zu sein. Ich meine, wer weiß, wie viele Spieler dieses Spiel hatte. Ich meine, wir reden hier von China. Hier könnten literarisch Millionen von Leute schon mal gespielt haben. Vermutlich nicht zeitgleich, aber... Also, naja, ich meine, also, ja, könnten schon Tausende, zigtausende gewesen sein. Da fängst du natürlich wahrscheinlich an, in ganz anderen Dimensionen zu denken. Auch wenn da die Spielerzahlen nachlassen, wie sie ja überall bei Flive nachgelassen haben, also im Vergleich zum Peak zumindest, ja, dann hast du natürlich... Oh mein Gott, was ist das? Das sind keine Einhörner, was ist das? Das sind Vögel? Und die töten mich, wenn ich sie angreife. Das Level wäre schon interessant, was die haben, aber mir wird immer nur ein Totenkopf angezeigt. Damn. Heißt das sind Flugmonster? Schon, oder? Okay, die sind etwas sehr statisch. Oder auch nicht, jetzt fliegen sie. Also sie fliegen alle zeitgleich. Ja, ist okay, ist ein bisschen creepy, dass die alle zeitgleich sich bewegen. Schnell weg hier, bevor mich noch einer angreift und tötet. Und ich alles doch mal fliegen muss. Okay. Gut, dann fliege ich mal kurz hier rüber noch. Oh, hier, by the way, der Nachthimmel von Flive, ne? Das ist etwas, was ich immer fand, das ultra nicht gewertschätzt wird, wie geil der Himmel von Flive aussieht. Klar, ist nicht besonders schwierig, aber er ist ja auch nicht komplett statisch, weil der Mond und die Sonne wandern tatsächlich über den Himmel. Also jetzt zum Beispiel sehe ich den Mond nicht mehr. Je nachdem, welche Kameraperspektive du hast, siehst du die Himmelskörper gar nicht. Weil sie sich eben bewegen und so und auch die Sterne und so ziehen vorbei. Also ich finde, das ist tatsächlich, ich bleibe dabei die ganze Zeit stecken. Also der mag das nicht, wenn man durch einen Berg durchfliegen will. Was ist das für eine Musik? Copyright? Wieso kann ich nicht fliegen? Was geht ab? Ja, was ist das für eine Musik? Die kenne ich. Alter, war das Pirates of the Caribbean? Oh mein Gott, Copyright Strike incoming. Alter, was geht mit meinem Board ab? Ich kann gar nicht mehr fliegen. Was passiert hier? Ich steck fest. No way. Okay, ich konnte mich befreien. Fluch der Karibik-Musik kam auch keine mehr. Hier sind die nächsten Monster und die sehen aus wie ein NPC. Oder auch nicht. Sie haben keine Beine. Uff. Also sie sehen aus wie Menschen. Menschen ohne Beine. Menschlinge. Okay. Na gut, nicht alle Monster bewegen sich immer simultan. Captains oder Giants, was auch immer das die Großen sein sollen, bewegen sich separat von den Kleinen zumindest. Ja. Oh, hier sind die Hirsche. Okay, das sind jetzt Level-Hirsche, weil die haben auch einen Totenkopf. Okay. Es scheint halt echt wenige Monster zu geben. Na gut, hier sind es tatsächlich relativ viele. Also wenn hier wirklich viele Leute leveln wollen würden, würde es auch ein bisschen problematisch werden. Ich weiß übrigens nicht, ob es verschiedene Channel gibt. Ich glaube nicht. Zumindest wüsste ich nicht, wo man das auswählen könnte und ich habe noch nie einen Channel auswählen müssen. Können wir noch hier gucken? Die Viecher sehen auch crazy aus auf dem Symbol. Was soll das sein? Eine rote Kartoffel, Alter? Das sieht aus wie ein roter Gollum. Oh. Ey, roter Gollum war doch gar nicht mal so abwegig. Ja, das ist ein rotes Baby mit Flügeln. Damn. Okay, keine Ahnung, die vier habe ich noch nie gesehen.
Wüsste jetzt nicht, was das bei uns sein sollte. Okay. Und dann da hinten sind noch welche. Da oben sind noch welche. Okay, weiß nicht, wie interessant die Monster für euch sind. Für mich tatsächlich schon, aber es lohnt sich jetzt auch nicht, zu jedem einzelnen Monster zu fliegen, weil es dauert tatsächlich doch ziemlich lang. Okay. Das ist auch wieder etwas, was es bei uns so nicht gibt. Weil es mir irgendwie auch bekannt vorkommt. So ein bisschen. Also nicht aus Flive. Zombie-Wölfe? Zombie-Wolfsmutanten? Irgendwie so. Okay. Also auf jeden Fall ein Levelgebiet. Das Ding ist halt auch, ich weiß nicht genau, was Maximallevel ist. Und also ich glaube, es ist nicht sehr hoch tatsächlich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten Leute das halt haben. So ähnlich wie bei Flive PC auch, Flive Universe. Und wenn du durch irgendein Low-Level-Gebiet fliegst, da levelt natürlich kein Mensch, weil alle schon Maximallevel sind. Beziehungsweise vom jetzigen Stand her kann ich auch einschätzen, denke ich, oder also so würde ich es einschätzen, wenn es weiter so geht, dass du tatsächlich auch wirklich durch Quests überwiegend levelst, anders als die westlichen Flives, wo du ja überwiegend grindest. Kann ich mir vorstellen, dass das hier tatsächlich auch anders ist. Und was die Leute übrigens im Chat die ganze Zeit verkaufen, sind irgendwelche Fragmente von irgendwelchen Edelsteinen und Sternenfragmente oder so. Also ich vermute mal, das sind irgendwelche Dungeon Drops oder sowas vielleicht, oder Sachen, die man zum Craften braucht. Also denke mal, Upgraden und Dungeon Farm wird hier eher der Fokus für die meisten sein. Was halt ein bisschen schade ist, wenn du so eine riesige Welt hast, und ich meine, wir fliegen jetzt gerade noch die Randgebiete ab, beim nächsten Mal dann wahrscheinlich die Core-Gebiete, die wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen werden. Darkon 3 Musik. Genau, deswegen mal schauen. Da werden wir dann wahrscheinlich auch mehr Spieler antreffen. Ich meine, das Grundproblem ist halt, dass hier einfach keine NPCs sind. Ich meine, es gibt keinen Grund, hier hinzugehen, wenn du nicht gerade die Monster töten musst oder willst. Und wenn meine Vermutung richtig ist, mit dem, dass man überwiegend tatsächlich durch Quests levelt, naja, wenn keiner die Quest macht, dann ist sie ja doch keiner. Andere Gründe scheint es nicht zu geben. Alter, das sind irgendwelche Zombie-Mädchen? Jo, die sehen hammergeil aus. Also, ich meine, hammergeil im Sinne von... Okay, hiervon scheint es aber auch ein paar mehr definitiv zu geben. Bisschen größerer Spot. Wir müssen nach links. Damn, coole Monster auf jeden Fall. Die sollen die mal zu uns holen, die Zombie-Viecher. Die Zombie-Wölfe und Zombie-Mädchen. Was ist das hier? Was zum Teufel ist das? Sind das Zentauren? Das sind Elefanten. Yo. Was geht ab, Bro? Das, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das Einzige, was einem einfällt, ist Elefant. Und dann haben wir noch ein weiteres Mob hier. Ich hoffe, ihr habt nichts übersehen, aber wie gesagt, das ist echt ganz schön ein Krampf, hier alles abzufliegen. Mit dem langsamen Board. Das sind Gonguri! Hey, nicht erkannt. Gonguri sind das. Okay, die kennen wir natürlich. Lame. Gut, dann schau mal. Ja, also werde ich es so machen, dann fliege ich schon mal darüber. Und dann starten wir nächstes Mal hier mit diesem Gebiet. Das erinnert so ein bisschen an Wüste, vielleicht Sahara-Wüste. Und gucken uns dann mal ein paar von den Core-Gebieten auf jeden Fall noch an. Ich habe by the way jetzt 140 von diesen Eventpunkten. Genau. Und ja, ich denke, die ganze Karte einmal zu erkunden ist definitiv, ja, wichtig oder wertvoll, damit man einfach mal sieht, was alles so anders ist. Ich finde es auf jeden Fall schon mal krass, wie viel wir jetzt heute schon gesehen haben, was es einfach an verschiedenen Texturen, an Assets gibt, die wir nicht haben. Also diese... Ich meine, klar, manche Sachen sehen auch total random aus. Man weiß nicht, wovon die sind. Die Bäume sehen by the way aus wie riesige Antiquaries, lol. Fällt mir jetzt erst auf. Die Bäume sehen einfach aus wie Antiquaries. Damn, Daniel. Und ich finde es schade, dass wir viel davon nicht haben. Aber was halt hier wichtig zu verstehen ist, warum wir das nicht haben, ist halt, weil die das halt selber gemacht haben. Die haben das halt separat von Gala entwickelt und im Endeffekt Gala nur die Rechte abgekauft.
Das heißt, dieses Spiel ist halt wirklich zu 100% getrennt von unserem. Also es hat nichts miteinander zu tun. Das hat halt mal die gleiche Basis theoretisch gehabt. Also alle Items und alles war halt irgendwann mal Stand XY. Das haben sie von Gala übernommen. Aber wie sie dann tatsächlich das Spiel entwickelt haben und wie sie es aufgebaut haben, sieht man ja, ist komplett anders. Ja, das ist halt das, was man tatsächlich verstehen muss. Trotzdem ist halt natürlich das meiste gleich, weil die Basis ist das gleiche Spiel. Texturen, Schriftfarbe, Schriftarten jetzt vielleicht eher weniger, aber Schriftfarbe, Pads, Items, die Charakter, die grundsätzliche Grafik und so weiter und so fort, das ist alles gleich. Aber wie sie die Sachen dann in die Welt platziert haben und so weiter, das ist eben komplett anders. Und wie sie es von da aus dann weiterentwickelt haben, das ist auch komplett anders. Und alles, was noch hinzugekommen ist, ist auch komplett anders. Und deswegen ist es so vehement anders. Das spammt gerade einer ein bisschen den Chat hier voll mit irgendwelchen Melonen. Ja, dann würde ich sagen, danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir auch uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und für mehr Videos checkt auf jeden Fall die Playlist in der Videobeschreibung und schaut auf Twitch vorbei. Links ebenfalls in der Videobeschreibung. Haut rein. Ciao, ciao.